Das Schöne am Beruf vom Backofenbauer, man fügt Sachen zusammen. Und das sind nicht bloß die Steine, sondern eben auch die Menschen. Ofenbauer Daniel Reisinger baut für einen Freiburger Familientreff einen Pizzaofen. Und die Auftraggeber helfen mit. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob man zu Hause in seinen Backofen eine Pizza backt. Dieses gemeinsame Tun und Erleben, das ist, was ich das Schöne finde daran. Jetzt verkeilt sich das in der Kuppel schön. Das verbindet einfach dann auch. Und es verbindet den Ofen mit den späteren Ofenbesitzern. Finale. Aber bitteschön. Gut. Im Garten des Familientreffs packen alle mit an. Alles muss vorbereitet werden für die stabile Metallplattform, die als Fundament dient. Hier soll der neue Ofen seinen Platz finden. Den eigentlichen Ofenbau übernimmt der Profi. Die erste Schicht des Ofenbodens besteht aus Calciumsilikatplatten. Habe ich jetzt hier meine Mitte? Die dämmen gut und halten über 1000 Grad aus. Dadurch, dass wir jetzt ein rundes Untergestell auch haben, nehme ich mir einfach die Schnur, um hier den Radius anzuzeichnen. Dann kann ich die Platten dementsprechend ausschneiden. Können wir das wieder aufräumen? Das Dämmmaterial, das wir hier einbauen, ist ganz wichtig, dass der Ofen lange warm hält. Wir wollen ja, wenn wir einmal das Feuer drin entfacht haben und backen, möglichst lange unsere Wärme halten. Und dazu sind die Dämmplatten wichtig. Und bewusst auch Dämmplatte, weil man kann Wärme nicht isolieren. Also man kann sie nicht ganz stoppen, sie wird immer irgendwo durchgehen. Aber man kann sie bremsen und somit dämmen. Bevor es moderne Materialien wie Calciumsilikat gab, dämmten die Ofenbauer mit Glassplittern. Später setzt sich der Ofenboden aus 3 verschiedenen Materialschichten zusammen. Jetzt können wir am Rand ruhig ein bisschen Platz haben, das ist okay. Aber hier versuchen wir, dass wir es ganz nah zusammenkriegen. Ja. Wenn es den Kleber da oben rausdrückt, dann ist gut. Aber passt genau, ha? Cool. Magst du mir die Spachtel mal reichen? Dankeschön. Genau, und den Rest können wir da gern so ein bisschen in die Fugen rein. Dann dichtet das schön ab. Da sehe ich, die ist ein bisschen höher. Wenn du mir einen Gummihammer noch mal gibst. Ja. Ja, als nächstes brauche ich den Quarzsand. Ja, dürfen wir einfach in die Mitte reinkippen. Ganze? Ja. Wie der Straßenbauer nutzt auch der Ofenbauer Sand zum Setzen und Ausrichten der Steine. Der Quarzsand dient mir für 2 Bereiche. Einerseits möchte ich jetzt, dass es im Wasser ist. Und die Platten kann ich am besten eben in so einen weichen Sand legen. Und zweitens gibt es mir einfach noch mal eine zusätzliche Speicherschicht. Weil der hat auch eine Rohdichte von 2, so wie meine Schamottsteine. Und der speichert auch die Wärmeenergie noch mal ein. Alex vom Familientreff unterstützt den Ofenbauer. Können wir jetzt von beiden Seiten messen. Gut. Jetzt dürfen wir die drübere, darfst auch so ein bisschen hin und her reiben. Ja.
darf noch ein gutes Stück runter, halben Zentimeter, glaube ich. Und jetzt haben wir den Vorteil, jetzt können wir eben darüber abziehen und wissen, dass es dann sehr schön gerade ist. Ja, sehr schön. Der Backofen besteht hauptsächlich aus Schamott. Das ist gebrannter Ton, der Hitze lange speichern kann. Und das macht die Besonderheit aus, dass der Stein einerseits so hohe Temperaturen aushält, aber auch temperaturwechselbeständig ist. Das heißt, wir schüren unseren Ofen ein, da hat er gerade einmal 20 Grad und dann innerhalb von einer halben Stunde sind wir bei 600, 700 Grad. Und diese schnelle Ausdehnung, das kann nur der Schamottstein gut mitmachen. Die Plattenkanten werden gefasst, also abgeschrägt. So liegen sie dichter aneinander. Lege ich die jetzt mal hier rein. Du darfst jetzt hier direkt anlegen, die nächste gleich setzen. So. Ja. Ah, ich habe es verkehrt gelegt. So passt es nicht. Sowas. Das ist immer ein bisschen ein Puzzlespiel. Sowas. Ja. Irgendwann müssen dann die Finger noch raus. So. Schauen, ob es bündig ist. Da in dem Fall noch mal ein kleines Stück drunter. Ja, und jetzt haben wir wieder eine Fläche. Und das ist jetzt unsere letzte Platte. Und ganz wichtig ist auch, dass diese Backofenfläche jetzt nicht mit der Außenwand zusammenhängt. Da muss ein bisschen Platz sein, dass das Ganze auch wieder in sich arbeiten kann. Wenn man das komplett nach außen einmörteln oder festmachen würde, würden da wieder Spannungen entstehen und die Oberfläche von der Schamotte würde abplatzen. Bevor der erste Stein gesetzt wird, empfiehlt sich ein Gespräch mit dem Schornsteinfeger. Er weiß, wo der Ofen am besten steht und sorgt dafür, dass später nichts anbrennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Zu dem Ofen, das steht jetzt auf dem Eisengestell, da ist Brandschutz gegeben, weil wir unten die Platten noch legen. Wie siehst du es? Das ist wunderbar, das passt soweit, alles wunderbar. So jetzt wie der Plan ist, müssen wir im Endeffekt nur achten, den Brandschutzabstand zum Balken und zum Dach. Wie hast du das vor? Ich nehme ein doppelwandiges Edelstahlrohr mit Dämmung und dann mache ich immer eine hinterlüftete Dachdurchführung, dass wir da offiziell auf der richtigen Seite sind. Genau, so passt es auf alle Fälle. Wichtig ist eigentlich immer, dass man im Vorfeld das Ganze einmal vielleicht kurz beim Schornsteinfeger anruft, das einfach mal abklärt. Da kommen wir oder die Kollegen immer gerne vor Ort, schauen uns das an. Es ist immer ein Unterschied, steht jetzt dieser Backofen frei oder wird er ans Gebäude angebaut. Da spielen dann einfach die unterschiedlichen Bauordnungen eine Rolle. Den Boden decke ich jetzt ab, weil wir jetzt hier oben dann mauern und da fällt mir immer ein bisschen Mörtel runter. Und jetzt haben wir den Boden, unseren Backboden so schön sauber gemacht und das möchte ich auch, dass das so bleibt. Und zugleich gibt mir jetzt diese Rundung auch meinen genauen Radius vor, wie ich jetzt dann auch mauer. Beim Ofenbau braucht es extrem hitzebeständigen Mörtel, der schnell abbindet. Wichtig ist jetzt immer erst das Wasser rein. Ja, die Menge reicht. Wenn ich jetzt erst das Pulver reinmache und dann das Wasser reinmache, dann klebt es unten fest. Und ich will keine Klümpchen, sondern ich will das schön homogen durchgemischt haben. Gut. Das Besondere ist der ist
so abgemischt, dass er wirklich sehr klebrig ist. Und es hilft uns dann auch, die Steine, wenn die im oberen Bereich der Kuppel gemauert werden, dass die gut von alleine halten. Den ersten Stein hinten, den setze ich mir mittig. Aus dem Grund, dass wenn man von vorne reinschaut, dass es einfach ästhetisch ist, dass wir hier in der Mitte beginnen und die zweite Reihe ist dann fugenversetzt und dann haben wir einfach ein schönes Bild. Wichtig hier jetzt beim Schamottstein eine Kontaktschicht machen, dass der Mörtel wirklich gute Verbindung hat mit dem Stein. Gut. Und jetzt setze ich auch noch eine Kontaktschicht hier im unteren Bereich. Da kommt der erste Stein hin. Jawohl. Und jetzt kommt unsere Schablone zum Einsatz. Und jetzt weiß ich, wie stark ich den ersten Stein schon neigen muss. Ich bleibe einfach immer an dieser Kurve dran. Und dann komme ich oben auch zusammen. Der erste Stein ist gesetzt. Der Pizzaofen wiegt später rund 550 Kilo. Mit Dämmung, Putz und Untergestell bringt er rund 800 Kilogramm auf die Waage. Und Alex, du darfst dir gern auch eine Kelle nehmen und darfst in die andere Richtung mauern. Okay. Und dann schauen wir mal, ob wir vorne zusammenkommen. Die richtige Mörtelstärke ist entscheidend. Für Laien wie Alex gar nicht so einfach. Und wichtig ist es hier, dass man lieber ein bisschen mehr drauf tut, weil später irgendwie was nachschmieren bringt da nicht so viel, weil man dann bloß Lufteinschlüsse reinbringt. Und das ist nicht von Vorteil. Ja, dann haben wir im Mauerwerk wieder Luftpolster und Luftpolster dämmt, verhält sich anders von der Ausdehnung. Und ich mache das immer gern so, dass wenn ich den Stein hinsetze, dass der Mörtel sich richtig rausdrückt. Dann weiß ich, habe ich das fugenschlüssig verbunden. Gut. Schamottsteine müssen vorsichtig gesägt werden. Bei zu viel Druck zerbrechen die Steine. Dadurch, dass wir die Steine jetzt hier immer keilförmiger auftragen, hilft es mir, dass wir eben vom Mörtel her, der jetzt schon beginnt anzuziehen, so ein bisschen einen Keil haben. Das ist eben gut, wenn wir schon mal einfach so ein Keilbild vorbereitet haben. Und jetzt reibe ich hin, bis er knirscht. In dem Fall kann ich jetzt auch gar keine Wasserwaage oder irgendein Messinstrument hinhalten, sondern fühle mit den Fingern, dass es eben bündig ist, dass das hier sauber übereinander ist an den Kanten. Dann weiß ich, dass das gut ausschaut. Kommt nochmal die Schablone wieder hier rein. Und jetzt sehe ich, ich muss noch ein Stück nach außen.
Je höher die Kuppel wird, desto mehr zieht es die Steine nach unten. Damit trotzdem alles hält, verwendet Daniel einen Mörtel, den er eigens für seine Öfen anmischen lässt. Der Mörtel ist ein sogenannter Hybridmörtel. Der ist keramisch und hydraulisch abbindend. Also er hat die Komponente drin, dass er schnell anzieht, aber trotzdem hochhitzebeständig ist durch diesen speziellen Tonerde-Schmelzzement. Jeder andere normale Mörtel aus dem Baumarkt wird das beim Pizzaofen oder beim Brotbackofen die Temperaturen gar nicht aushalten, wird dann mürbe werden und runterrieseln. Hier wieder mit dem Finger nochmal nachspülen, ob sie schön gleichmäßig sitzen. Ja, sieht gut aus. Also indem, dass man diese Fugen versetzt und die Steine dementsprechend anpasst, gibt es einfach im ganzen Bauwerk nochmal zusätzliche Stabilität. Man könnte sogar sagen, dass die Kuppel dann eigentlich, wenn sie oben der letzte Stein geschlossen ist, sogar ohne Mörtel halten würde, weil sie selber ja in sich zusammensteht. Der fertige Ofen kann jetzt nur noch mit einem Gabelstapler an eine andere Stelle versetzt werden. Die Kuppel ist fast fertig. Jetzt braucht der Ofenbauer kleine Hilfsmittel. Also ich muss gut Mörtel drauf machen, dass ich den rausdrücke. Dann greife ich von unten hin und spüre, wo der andere wieder beginnt. Klopfe dann ein kleines Stück hin, ziehe die Stütze rüber. Mit der Schablone, die ich habe, kann ich halt jetzt immer wieder kontrollieren, ob der Verlauf von der Ellipse gleichmäßig rumläuft. Und sobald ich den nächsten aber wieder setze, kann ich eigentlich meine Stütze Stück für Stück weiterziehen. Ich freue mich dann immer auf den Moment, wenn das Gewölbemauern losgeht. Weil dann ist es einfach ein Tun, ein Machen. Und es läuft dann einfach dahin, Reihe für Reihe. Und dieses, dass man eben den ganzen Tag wirklich mit all seinen Sinnen so dabei ist. Und so präsent ist, im Moment ist. Das ist für mich dann auch, das sind diese erfüllenden, schönen Tage. Der Mörtel ist hervorragend angerührt. Natürlich habe ich auch Tage, wo ich Büroarbeit habe. Aber ja, da heißt dann oft nach ein paar Tagen Büroarbeit von meinen Kollegen oder Mitmenschen, geh mal wieder auf die Baustelle, geh arbeiten, du wirst unleidig. Also es erfüllt und es beruhigt und man ist im Moment, das ist dann meditatives Gewölbemauern. Beim Klopfen weiß er genau, wie viel Kraft es braucht, damit der Stein nicht an der falschen Stelle bricht. Ich sehe also hier an den Seiten ist noch zu viel dran. Und der Stein ist jetzt der Schlussstein oder Königstein genannt. Und dadurch, dass der jetzt drin ist, hält sich also das ganze Gewölbe. Also der ist wichtig, dass es zusammenhält. Der gesamte Ofen besteht später aus 199 Schamottsteinen. Der Königsstein markiert das Zentrum. Ohne ihn würde die Kuppel einstürzen.
Und jetzt verkeilt sich das. Wenn ich jetzt eine Kuppel habe, da kann die Flamme schön ausbrennen nach oben. Und wenn ich also vorrangig Pizza mache, dann nehme ich eher eine Kuppel, weil beim Pizzamachen brauche ich ja immer das Feuer. Dann habe ich die Flamme schön über die Pizza drüber und dann schmilzt der Käse und das habe ich die hohen Temperaturen, das klappt halt da wunderbar. Jetzt hilft Susanne mit. Darfst mir an meine Seite kommen. Jetzt machen wir hier oben den letzten Stein in die Kuppel rein und da verewigen wir uns jetzt. Ha, cool. Seit Jahrhunderten hinterlassen Ofenbauer ihre Signatur im Ofen. Ein Zeichen echter Handwerkskunst. So. Jetzt darfst du auf die andere Seite schreiben und dann setzen wir den ein. Sehr schön. So. Ich darf mir jetzt auch nicht so weit reinklopfen, sonst sackt er mal durch. Wer weiß, wer das mal irgendwann sehen wird. Jawohl, dass ich außen stehe, wusste ich nicht, aber cool. Jetzt bist du verewigt. Super. Danke, Daniel. Ja, Wir freuen uns riesig. mir ist es eine Freude. Dann muss der Fachmann wieder ran. Die letzten Korrekturen nimmt der Ofenbauer direkt im Ofen vor. Alex, Ja, ich habe meinen Schwamm verlegt darin. Man möchte es nicht glauben, aber... ich sag, was drin soll. Ja, aber ich komme nicht hin, der ist hinter mir. Dem Ofenbauer ist es wichtig, dass keine Mörtelreste an der Kuppel zurückbleiben, denn die könnten beim Backen auf die Pizza fallen. Also, Super, danke schön. Platzangst habe ich keine. Es wäre ein bisschen ungünstig hier drin, aber... Und dass es hält, da bin ich mir auch sicher, weil ich habe es selbst gebaut. Über dem Eingang setzt der Ofenbauer den Rauchabzug aus Metall ein. Und der muss gepolstert sein. Jetzt passt das wunderbar. Und was jetzt hier noch wichtig ist, weil wir natürlich vom Metall eine andere Ausdehnung haben, wie beim Schamottstein, dass ich jetzt hier ein Polster setze. Weil wenn das jetzt fest reingemauert wird mit dem Mörtel, dann ist es so, dann kriegen wir da Spannung rein und dann wird das immer reißen. Jetzt mauere ich auch das Schornsteinanschlussstück hier ein bisschen ein, dass es so eine gewisse Abdichtung und Grundhalt hat. Früher war der Backofen das Herz des Dorfes. Am Backtag trafen sich die Bewohner, tauschten Neuigkeiten aus und backten gemeinsam Brot. Ofenbauer Daniel baut nicht nur neue Öfen, sondern restauriert auch alte Dorfbacköfen. Wieder einer fertig. Und dass unser Ofen jetzt lange warm bleibt, wird er eingepackt mit Fasermaterial. Früher wurde für sowas eben Keramikfaser verwendet, aber die ist eben krebserregend und das ist jetzt eine spezielle biolösliche Fasermatte. Die ist auch hitzebeständig, hochhitzebeständig, aber eben ja, nicht mehr krebserregend. Ich habe aber trotzdem eine Maske auf, weil es einfach der Staub nicht angenehm ist. So ein Backofen ist im Gegensatz zum Kachelofen, der im Haus steht, ja dazu da, seine Wärme nach innen abzustrahlen und nicht nach außen. Und da hat man eben 3 Schichten.
Das ist die Speicherschicht, das waren unsere Schamottsteine innen drin, die die hohe Hitze aushalten und die Wärme vom Holz lange einspeichern können. Das, was ich jetzt mache, ist jetzt gerade die wärmedämmende Schicht, dass er also warm eingepackt ist. Und die letzte Schicht, die jetzt dann da drauf noch kommt, ist dann eigentlich nur noch die Regenschicht, Wetterschutzschicht, dass also er nicht nass wird. Für die Wetterschutzschicht benutzt der Ofenbauer einen handelsüblichen wasserabweisenden Sockelaußenputz. Ist der Außenputz fertig, geht's ans Verzieren. Und dafür hat Daniel wahre Spezialisten vom Familienzentrum engagiert. Du darfst die erste setzen, das ist eine ganz besondere. Jawohl. Oh, perfekt. Ja, kannst du bei mir abputzen. So eine? Gut. So. Schön. Und gleich noch eine. Jawohl. Und drücken. Ein bisschen Genau, das drücken, ist noch ein meine bisschen mehr. Ja, damit sie hält. Wunderbar. Top. Reicht schon. Oh, mitten rein. Hilfst du mir? Jawohl. Und jetzt mache ich eigentlich nur noch eine kleine Putzoberschicht drauf. Ja, und jetzt sieht man eben, dass das Mosaik jetzt nicht mehr aufgesetzt ist, sondern dadurch, dass ich es jetzt mit dem Putz angeglichen habe, eins mit dem Ofen geworden ist und somit zusammengefügt. Der Ofen muss jetzt mehrere Wochen trocknen, bevor er feierlich eingeweiht werden kann. In der Zwischenzeit bekommt er noch ein Dach, damit man auch bei schlechtem Wetter backen kann. Für die erste Pizza braucht es ordentlich Hitze. Dafür heizt der Ofenbauer mit 12 bis 15 Kilo Holz ein. Das erste Anfeuern ist Chefsache. Immerhin muss der Ofen 450 Grad heiß werden. Vor allem ist es einfach dieses Feuer. Das Feuer, wenn das brennt und wenn ich das Flackern in den Augen oder das Glänzen sehe bei denen, die um den Ofen rumstehen und da ins Feuer reinschauen, das erfüllt dann einfach auch. Ja, und das ist einfach der schönste Lohn, wenn man den Ofen fertig gebaut hat und sieht, wie viele Leute dann da sind. Ja, herrlich. Einfach schön. Und klar, das Feuer ist für den Menschen schon immer Sicherheit, Ernährung und Zusammenhalt gewesen. Weil konnte man am Feuer sitzen, war man in der Gesellschaft. Hatte was zum Essen und war sicher. Und ich glaube, das steckt in jedem von uns noch ganz tief drin. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.